Der Abschluss der Hinrunde heute bei schneehaften Bedingungen, winterlichen Bedingungen. Mal gucken, wie es wird. Also Spieltag 17, die Chance zur Revanche gegen Leipzig. Die haben uns ja im Pokal rausgehauen. Jetzt zum Abschluss gibt es nochmal. Das Spiel hat dann gedacht, einen orangen Ball einzufügen. Perfekt. Ja, und ich habe heute mal ein bisschen durchrotiert, weil ein paar Spieler nicht ganz fit sind. Das heißt für mich, oder hieß für mich, dass ich ein paar Jugendspielern die Chance gebe. So spielen unter anderem, ich muss euch das jetzt zeigen, bevor ich hier irgendeinen vergesse. Also AB, japanischer Innenverteidiger, spielt zum ersten Mal. Dann die Doppel-6, finde ich richtig genial. Kovacevic und Komljenovic, die beiden Serben. Dann rechts spielt Ter Horst, links Kaba. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Ja, eine neue Doppel-6. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die das machen werden. Aber ich denke mal, die machen das gut. Das ist dann vielleicht ja auch die Zukunft, wenn wir den hier, wie gesagt, weiterspielen sollten mit Münster. Dann sind die beiden wahrscheinlich früher oder später die Zukunft im Mittelfeld. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Alter, die Leipziger, die setzen uns schon wieder unter Druck. 4-2-2-2. Heung-min Son ist, glaube ich, vorne mit dabei am Start. Also so ähnlich wie im Pokal. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Aber wir machen das schon. Wir gucken mal. Ja, was ist jetzt? Achso, der Ball muss ganz aus. Aha, ich verstehe, ich verstehe. Aber auch wir können schnell umschalten. Letztes Spiel in Freiburg haben wir 1-1 gespielt. Am Ende vielleicht ein bisschen zu wenig. Da waren wir schon die bessere Mannschaft dann zum Schluss. Aber wie gesagt, das ist hier rumjammern auf hohem Niveau. Wir sind Sechster. Wir haben den Kontakt nach oben an die Spitze. Also von daher, was will ich hier eigentlich? Das ist rummeckern auf hohem Niveau. Wichtig ist, dass wir jetzt auch mal die jungen Leute hier entwickeln. Oder dass wir die durch Spielpraxis entwickelt bekommen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist klar. Aber anders geht's nicht. Und die Leipziger kommen über Openda. Ja, das ist natürlich klar, wenn er da den falschen Schritt einmal macht, dann ist es zu spät. Aber Partov, der macht genau das Richtige. Der spielt seinen Schuh hier solide runter. Schöne Grätsche, war wichtig. War auch wieder ein 50-50-Ding. Entweder spielt er oder er schießt den Ball mit 300 km/h rein. Reingegangen ist er Gott sei Dank nicht. Aber Achtung, Leipzig kommt wieder. Openda. Da müssen wir halt auch Glück haben, dass wenn wir in den Zweikampf reingehen, es halt da auch keine Elfmeter gibt. Es wird wieder kurz gespielt. Haidara. Heung-min Son, ja, er spielt wirklich. Hat auch im Pokal getroffen. Achtung, Sinamoy. Ja, hat den. Super. Und dann ist diese Hinrunde, um mal so einen kleinen Rückblick schon zu machen, geprägt worden von ja, vielen Überraschungen. Einem Keeper, der so souverän spielt, als wäre er schon 10 Jahre hier. Irgendwie im Tor, dabei ist er 17. Das Gefühl 10.000 Kilometer einmal um die halbe Erdkugel gereist, um dann hier in Münster zu landen. Die Jugendspieler, die netzen gut, beziehungsweise bringen sich hier gut ein. Achtung, jetzt wird es aber klingeln wahrscheinlich. Nein, Sinamoy. Immer wieder Sinamoy, das ist Wahnsinn. Auch der Ball, der eigentlich hätte reingehen müssen. Ja, er war schon vorbei. Aber Sinamoy, der macht halt das Unmögliche immer wieder. Wow, und jetzt kommt Philipp. Ah, schade. Die Neuzugänge haben auch eingeschlagen, finde ich. Jeder Neuzugang. Und jetzt aufgepasst. Ah, könnte Abseits sein. Sinamoy kommt wieder ran und haben wir geklärt. Kovacevic hat eine sehr interessante Frisur. Der ist auch fast 2 Meter groß. Also der wirkt nicht nur so groß, der ist auch wirklich, ich glaube, 1,98 oder so. So eine Milinkovic-Savic. Ja, Verschnitt. Möchte man jetzt beinahe sagen. Aber Achtung, jetzt ist es doch passiert. Irgendwann kannst du das halt nicht mehr verteidigen und jetzt ist es halt soweit. 1-0 Leipzig durch Openda. Und da haben wir verschoben, ja, sah alles gut aus, aber dann halt die Lücke, wenn du da 1-2 Mal direkt spielen, Heung-min Son dann direkt aus der Drehung. Dass diese Bälle jetzt auch wieder klappen, wundert mich auch. Und dann, wie gesagt, Sinamoy hält zwar viel, hat auch schon viel gehalten, aber den Ball, den konnte er nun beileibe nicht halten. So, und dann ist es so wie im Pokal, Leipzig führt. Gut, aber heißt ja nichts. Aber jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt dürfen wir uns hier nicht vor der Pause schon den Schneid abkaufen lassen. Die weiße Flagge hissen, das geht nicht. Oh, das war ein ekliger Ball. Auf dem zweiten Pfosten, Achtung. Leipzig kommt Uedraogo, die spielen halt im Strafraum auch nochmal quer und haben da 2, 3 Leute. Dafür haben die aber auch gefühlt 100 Millionen mehr.
und viel mehr Möglichkeiten als wir. Von daher ist das, was wir mit unseren Möglichkeiten gemacht haben, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass das in der Rückrunde sich dann auch fortsetzt. Ter Horstmann mit dem Angriff. Ich habe das Gefühl, der Ball liegt unironischerweise oder ironischerweise hier im Schnee besser. Ja, als im Regen, weil hier gibt es nicht so viel Pfützen. Hier kann der Ball natürlich trotzdem liegen bleiben, aber der läuft irgendwie ein bisschen flüssiger. Das kann auch nur täuschen, keine Ahnung. Vielleicht ist das wieder mein Blick. Jetzt aufgepasst, Son. Den Trick brauchst du gar nicht versuchen. Kaba ist da, passt auf. Wir müssen natürlich jetzt versuchen, schnell dann umzuschalten. Ne? Nach Ballgewinn, so zum Beispiel. Richtig gut gemacht. Und jetzt Philipp in der Mitte mit der ersten Chance für uns. Und Gulaschi. Ja, und davon noch mehr. Ja, in Halbzeit 2. Dann hoffentlich spätestens schnell nach vorne gespielt. Ja, Kovacevic oder Komjenovic machen das beide richtig gut bislang. Ja, das, was sie wegverteidigen konnten, haben sie geschafft. Und der Rest, da hilft auch nur manchmal beten. Ganz ehrlich, Achtung, nächste Chance. Wieder Openda. Ja, Openda wieder. Guck mal, alleine Openda ist Mehrwert als unser ganzer Kader, als unsere ganze Stammelf. Wenn man so möchte. Das heißt schon einiges, aber nicht alles. Ja, vorne Leipzig mit 2 Stürmern, Son und ja, Openda, die laufen immer wieder an. Aber irgendwo muss ja dann mal eine Lücke sein. Außen, da, jetzt ist Platz. Ter Horst gegen Raum. Ter Horst ist vorbei. Philipp winkt, aber der ist doch so klein, der kriegt den doch nicht, oder? Ah, nee. Da muss ich da wirklich Friedjonsson reinwechseln. Kaba nochmal. Kaba! Jetzt kriegen wir die Chancen und ich werde Friedjonsson einwechseln. Wenn wir schon mit Flanken agieren, ich glaube, für Philipp ist das heute nichts. Das ist nicht so sein Spiel. Ja, da am ersten Pfosten ist da Gulaschi zu nah. Ja, das wird nicht klappen. Ich probiere es mal hier am 5er. Mal gucken, wie der kommt. Listic und Partov. Ja, war nicht ganz so geplant, aber gut. Ja, oder 2 Spitzen. Hat gegen Freiburg dann auch gut geklappt. Wobei gegen Leipzig, weiß ich nicht, ist ja fast so eine deckungsgleiche Formation dann. 4-2-2-2 oder 4-4-2. Jetzt aber aufgepasst, der Ball hinter die Abwehr. Kaba ist da, sehr schön. So, nochmal einen Angriff. Komm, letzter Angriff. Godowski. Gab es Abstimmungsprobleme da in der Leipziger Hinterabwehr? Oder hinter Verteidigung. Mensch, Junge, sag's doch einfach, wie es ist. Hinterkette, da hat mir jetzt gerade wieder das Wort gefehlt. Ey, Verteidigung, ihr wisst, was ich meine. So, 1-0 für Leipzig. Geht in Ordnung. Ja, aber wir haben auch gute Chancen gehabt. Ja, gerade jetzt die letzten Minuten. Partov. Da liegt es jetzt auch so ein bisschen dran. Ja, bringen wir doch einfach Cooles rein. Altbewährtes und vorne stelle ich dann gleich auf 2 Stürmer um. Und zwar 4-4-2. Aktivieren. Mal gucken, ob es hält. Ja. Warner muss dann hier auf die Außen. Das ist ja völlig verrückt, was sie hier wieder machen. So. AB hier rein. Seiten wechseln. Die auch. Ach, die können nur ZDM. Ah, shit. Vielleicht muss ich die nochmal zum ZM jeweils umtrainieren. Naja, das werde ich dann mal nach dem Spiel machen. Da ist ja die Hinrunde vorbei. Zentrales Mittelfeld. Muss ich beide umtrainieren. Ansonsten haben die dann eine -4. Naja. Gut, gehen wir rein. 4-2-2-2. Oder 4-4-2 hat er natürlich noch nicht umgestellt. Warum auch? So, dann müssen wir das jetzt ja nochmal separat machen. 4-4-2. So, zumindest ein Remis. Also es wäre ein schöner Hinrundenabschluss, wenn wir hier nicht verlieren, gerade zu Hause. Und die Chancen werden wir, denke ich, noch bekommen. Aber wir müssen natürlich auch hinten aufpassen. Irgendwann, wenn wir aufmachen, dann werden sich die Chancen natürlich ergeben. Jetzt Openda, Achtung. Ja, Ballrolle hier, Ballrolle da und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen, du kannst nur hoffen. Oh, und grätschen ab und zu. Und das kannst du hier so souverän rausspielen. Hier, guck mal, Kovacevic, ey, der ist wirklich, wie gesagt, 1,98 müsste er groß sein. Sehr groß gewachsener Serbe, aber ist Milinkovic-Savic auch und er ist ein guter Mittelfeldspieler. Davon mal abgesehen, Godowski. So, Friedjonsson muss in die Mitte rein, da haben wir Kovacevic. Komjenovic. Ja, und das ist ganz riskant. Jetzt der Ballverlust, dann stehen vorne 2 Leipziger alleine. Deswegen müssen wir hier ein bisschen ruhiger aufbauen. Schritt für Schritt, nichts riskieren und die sicheren Bälle spielen. Außen Wanner. Kein Abseits, wo ist Friedjonsson? Ja, ist jetzt zu spät in der Mitte. Der hätte viel früher dahin müssen. So, Komjenovic und jetzt Kovacevic.
Außen Grodowski, jetzt muss irgendeiner den Abschluss suchen. Grodowski, ja. Viel Handball ist es gerade. Ja, es geht viel von der einen Seite auf die andere Seite, aber der Abschluss muss irgendwann mal folgen. Das bringt mir sonst nichts. Und Openda kommt wieder gegen Terhorst. Achtung, ist wieder hier 50-50-Ding. Oh, da ist keiner da. Pete Ford, Achtung, Pete Ford. Und Verteidigung steht. Verteidigung, oh, Glück haben wir auch noch. Sinamoy, alles gut. Brauchen wir auch, Spielglück. So, und jetzt mal. Macht die Meter. Wanner und Philipp. Kein Abseits. Kommt guter erster Kontakt. Aber jetzt fehlt wieder Fridjonsson. Egal. Brodowski kommt da angelaufen. Brodowski. Der steht halt leider nicht gut. Aber Kovacevic hat den Ball. Hat auch viel Zeit, ey. Ja, es scheint, dass dieses 4-für-2 die Leipziger da ganz schön auseinanderzieht. Was natürlich gut ist für uns. Aber da hilft mir Fridjonsson nicht. Der muss in die Mitte. Der muss in die Mitte rein. Kovacevic mal von Weitem. Ja, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes leider. Oh, und Openda. Der Ball wird natürlich schnell im Schnee gegen AB. Der macht das auch ganz gut bislang. Also wie gesagt, 64er Innenverteidiger. Also Gesamtstärke. Der kann auch im zentralen Mittelfeld spielen und auch Rechtsverteidiger zur Not. Also auch flexibel. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Und auch nicht so verkehrt, wenn man so jemanden dann im Kader hat. Aber auch er muss natürlich jetzt regelmäßig spielen. Und wo macht er das? Hier im besten Fall. Jetzt haben wir erstmal die Chance. Nach dem Ballverlust. Philipp wartet auf Grodowski. Sensationell! Aber der Abschluss, der war leider nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Schade, schade, schade. Da hätte ich mir noch mal ein bisschen mehr, ja, wie sagt man, Kaltschnäuzigkeit gewünscht. Aber gut, was willst du machen? Deshalb ist es halt auch Grodowski, der hat deswegen auch wahrscheinlich eine 70er Gesamtstärke. Jetzt kommt noch Matthias Ginter rein. Wir liegen mit Jonga und mit Duarte nach. Auch wieder, ja, was war da mit dem Kameramann gerade los? Nicht so aufgeregt hier. Immer schön ruhig bleiben, immer ruhig die Kamera halten. So, wieder Zweikampf. Ja, Japaner gewinnt den Zweikampf. Schön gemacht. So, jetzt vorne Philipp, ja, alleine gegen Ginter, gegen Orban Haidara. Da rücken wir dann zu langsam nach. Da bleiben dann die beiden Sechser stehen. Oh, jetzt, das müssen wir aufpassen. Jetzt sind wir nicht gut sortiert. Schöner Ball, Heung-min Son. Son mit dem Lupfer. Und Son mit der Entscheidung. Da waren wir gerade ein bisschen durcheinander. In der Verteidigung. Da haben wir gerade leider keine richtige Ordnung drin gehabt. Und dann ist es halt die individuelle Klasse. Openda mit dem Steckpass, glaube ich, war es. Und Son, hier sehen wir das nochmal. Die Viererkette war zwar da, aber auch zu breit. Und dann ist es halt Son. Und Sinamoy macht erst irgendwie eine andere Bewegung. Habe ich das gerade richtig gesehen? Lass uns nochmal gucken. Hier, der spekuliert natürlich. Zack, auf den flachen Ball. Und dann will er nochmal hoch. Und dann ist es wahrscheinlich die Entscheidung. Also 2-0. Wir haben viel probiert. Auch in Halbzeit 2. Aber es ist dann natürlich auch schwer. Ja, wenn du nur mit jungen Leuten hier agierst, klar, dass das nicht, und ausgerechnet gegen Leipzig, das geht natürlich nicht jedes Mal gut, aber wir haben trotzdem gut mitgehalten, Chancen hatten wir, die große Ausgleichschance, ja, Grodowski auf der einen Seite, auf der anderen Seite fällt dann das Gegentor, so ist es halt manchmal, mein Gott, was will man machen, ja, wichtig ist, wie gesagt, dass die jungen Leute hier spielen, dass wir auf jeden Fall Leute gefunden haben oder auch regelmäßig finden durch unsere Scouts, die dem Niveau hier gewachsen sind. AB vor allem, ja, hat jetzt auch gerade wieder einen Zweikampf gewonnen. Und Duarte auch, der ist schnell gegen Ginter. Vielleicht geht da doch noch was, wenn wir jetzt schnell den Anschlusstreffer hinkriegen. Duarte, ja, da muss der Ball aber auch ankommen. Philipp und Fridjonsson, na komm, irgendwie. Aber womöglich kassieren wir dann jetzt noch das 3-0. Klar, wie gesagt, das ist jetzt das Ding, wenn wir hinten aufmachen, dann ergeben sich die Lücken wohl oder übel. Oder früher oder später irgendwann. Aber noch ist ja nicht Schluss. Philipp, Grodowski auf der Außen. Jetzt muss aber Fridjonsson, guck mal, das verstehe ich nicht. Er weiß gar nicht, wo er hin soll. Er soll in die Mitte. Da. Längst zu spät. Viel zu spät. Grodowski, Kovacevic, vielleicht gelingt ja noch irgendeinem Youngster hier irgendwas, aber nee. Dazu steht Leipzig einfach zu gut. Deswegen sind die Dritter. Achtung, vielleicht nochmal hier der Ball. Fridjonsson. Achtung, Fridjonsson! Ja, der Anschluss, aber er kommt zu spät.
Der kommt leider zu spät. Das 10 Minuten früher, Viertelstunde früher, dann wird es nochmal spannend, aber so ist es leider zu spät. Aber der erste Assist für Kovacevic. Und das hat er dann natürlich gut gemacht, aber er müsste oder hätte einfach schon früher... Ja, schöner Ball, ey, aus dem Fußgelenk, zack. Der kann es ja, Fridtjonsson, ne? Aber er steht dann leider immer nicht da, wo er stehen soll. Drittes Tor und das ist, wie gesagt, das kommt zu spät. Dann haben wir das gleiche Ergebnis wie im Pokal, oder? Wie lange gibt es Nachspielzeit? Wahrscheinlich nur 1 Minute, genau. Also, wir verlieren. Das letzte Spiel der Hinrunde ist gar nicht verkehrt. Oder was heißt, es ist schon verkehrt, es ist nicht schlimm. Mit ein bisschen Glück geht hier vielleicht ein bisschen mehr, aber egal. Die jungen Leute haben ihre Einsatzzeiten bekommen und das haben sie gar nicht schlecht gemacht und nach 17 Spielen sind wir oben immer noch mit dabei und das ist, glaube ich, auch viel wert. Hier sehen wir nochmal die restlichen Ergebnisse. Dortmund gewinnt 5-1, die bleiben wahrscheinlich weiter oben. Ja, was heißt... Oh Gott, jetzt haben wir sogar Dortmund als Rückrundenauftakt. Na bravo. Herzlichen Glückwunsch. Also, was können wir aber festhalten? Wir können festhalten, dass wir gegen jeden Bundesligisten mithalten können, außer gegen Bayern wahrscheinlich. Da werden wir auch in der Rückrunde nicht viel mitzureden haben. Gegen Dortmund haben wir auch in der Hinrunde richtig gut ausgesehen. Da haben wir 0-0 gespielt. Vielleicht geht jetzt in Dortmund, ausgerechnet in Dortmund, ein bisschen mehr. Aber wir können auf jeden Fall mithalten. Und wir stehen nicht zu Unrecht da, wo wir stehen. Und es macht einfach Spaß. Also es ist wirklich ein klasse Kader, es ist eine super Truppe. Ein Mix aus jungen Leuten und Erfahrenen. Hier kam schon ein Angebot rein für Ichiro Abe und Bernhard Kuma. Den würde ich dann tatsächlich verkaufen. Nicht, ich würde den erstmal verleihen. Ich mache meine... Nee, nicht Verkauf. Ich gehe mal kurz rein in die Verhandlung, weil ich würde den eigentlich gerne erstmal verleihen, weil ich möchte wissen, wie gut der wird. Nicht, dass der so eine Entwicklung nimmt wie Sinamoy. Ich meine, da braucht er noch ein bisschen, aber... Ach so, ich kann jetzt gar nicht... Ah, das ist natürlich doof. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt irgendwie eine Leihe noch aushandeln können. Ja, hier, komm. 100 Millionen. Wie wär's? Das ist eine Investition in die Zukunft. Ey, der ist später 100 Millionen wert. Ihr macht den Fehler eures Lebens. Zack, 100 Millionen am Angebot direkt mal abgelehnt. So, hier die Verträge. Wie gesagt, habe ich euch im letzten Part gezeigt. Das geht leider nicht. Jetzt gucken wir mal, wie gut Dortmund drauf ist. Aus den letzten 5 Spielen 4 gewonnen, 1 Remis. Bayer, Brandt, Campbell, Malen. Guck mal, die haben Girassi, Havertz auf der Bank, Nathan Ake, Sanchez, Bensebaini, Martinez in der Abwehr da noch, Luis, Oth, Groß, Özcan. Schon ein bisschen wild, ey, teilweise. Aber was ich nochmal machen wollte, auf die Hinrundentabelle. Also, so sieht es aus nach 17 Spielen. Dortmund immer noch oben ohne Niederlage. Vielleicht sind wir ja ausgerechnet die Mannschaft, die es jetzt mal als erste schafft, Dortmund hier nicht vom Thron zu stoßen, aber die erste Niederlage zuzuführen. Dann die Bayern dahinter auch mit 40 Toren schon. Dann Leipzig 30 Tore, 35 Frankfurt, Stuttgart, Gladbach, Leverkusen, Münster. Wir haben 18 Tore geschossen, das sind mit die wenigsten. Wolfsburg hat auch nur 18 geschossen. Selbst der vorletzte Augsburg hat mehr geschossen, aber dafür weniger Gegentore und 8 Siege, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen. Finde ich schon eine gute Hinrunde, oder? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde, wenn wir so weitermachen, dann haben wir auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun, haben sogar den Anschluss an die europäischen Plätze. Also hier kann alles passieren. Hamburg dann 11. Ja, Union 10. Wolfsburg, Freiburg 13. ist Hoffenheim, Köln, Bremen 15. Bochum 16. Augsburg und Mainz auf den Abstiegsplätzen. Ja, ich weiß nicht, wo es hingeht. Also ich würde mir wünschen, wenn es so weitergeht, wenn wir hier den ein oder anderen Jugendmann vielleicht noch hinzubekommen. Ich weiß nicht, wann sind jetzt die nächsten Berichte? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Am 11. Januar, oder beziehungsweise die waren ja jetzt gerade, oder? 11. Januar? Ist doch jetzt gerade erst gewesen. Dann hätten wir doch eigentlich jetzt die Benachrichtigung bekommen müssen, oder? Habe ich da was verpasst? Na gut, dann kommen sie am 11. Februar wahrscheinlich zurück. Naja, ist ja auch egal. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall erstmal für die Hinrunde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann starten wir in Dortmund in die Rückrunde. Mit welchem Ergebnis? Seid gespannt. Schaltet ein. Macht's gut. Ciao, ciao.